Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es mal wieder um das Thema nordamerikanische Geschichte gehen und im Speziellen um die Tätowierung der Natives. Ja, also, was weiß ich darüber? Wo soll ich anfangen? Das ganze Thema hat ein so riesengroßes Spektrum, dass man gar nicht wirklich das alles umfassend jetzt hier erläutern könnte. Man kann immer jetzt nur einzelne Abschnitte davon rausnehmen und die vielleicht erläutern. Das ganze Feld ist viel, viel größer, als ich das jetzt hier in der Kürze der Zeit darstellen kann. Deswegen wird es wahrscheinlich noch ein zweites oder drittes Video geben. Wie komme ich überhaupt darauf? Also warum möchte ich da was zu sagen? Es ist folgendermaßen: Vor vielen, vielen Jahren kam einmal ein Mann zu mir und zeigte mir seine Tätowierung auf dem Arm und hatte das hier so auf dem Oberarm tätowiert und wollte mich nach der Bedeutung fragen, denn es war angeblich eine indianische Tätowierung. Genau, und jetzt sollte ich eben das so ein bisschen deuten. Und erstmal habe ich gedacht, okay, warum kommt ein gestandener Mann auf mich zu? Ja, ich meine, ich war damals noch ein junger Typ. Was habe ich damit zu schaffen? Jedenfalls habe ich das mir angeschaut und habe dann meine Interpretation gegeben. Ich will jetzt gar nicht das genau erläutern. Die Tätowierung war anzusiedeln in der Richtung 90er Jahre Tätowierung mit dem Thema nordamerikanische Kultur, aber eher aus einer Perspektive des weißen Mannes. Also es war keine Tätowierung, die sich ein Native gemacht hätte. So. Abgebildet waren Adlerfedern, nicht Dentalien, sondern ein Knochenchoker, der hier so drauf tätowiert war, und noch Turtle Island, also war wahrscheinlich die Bedeutung, aber eigentlich nur eine Schildkröte. Und derjenige wusste selber nicht, was ihm da tätowiert wurde. Und es hat mich tatsächlich in einer Art und Weise schockiert, dass ich mich damit beschäftigt habe, was eigentlich Tätowierungen so ausmachen. Immer wieder trifft man irgendjemanden, der einem was erzählt. Ja Mensch, ich habe mir jetzt dies oder jenes tätowieren lassen, den Namen meiner Liebsten oder was auch immer für ein Kram. Also da gibt's ja die verrücktesten Sachen, die Leute so machen. Ihr müsst einfach nur mal eingeben Native American Tattoo und ihr werdet auf die beklopptesten Tätowierungen kommen. Also was die Leute sich heutzutage denken, weiß ich tatsächlich nicht. Ich frage mich auch immer, ob sie auch eine Ahnung haben, was immer hinter diesen Tätowierungen eigentlich steht und was sie da machen. Also das ist so ähnlich, ja, wenn ich mir jetzt eine amerikanischen, also von den Natives, eine Federhaube, ja, eine Adlerfederhaube tätowieren lasse, vielleicht mit einem Totenkopf-Gesicht noch darunter, dann frage ich mich, wo meine spirituelle Connection eigentlich ist. Also die kann ich da jetzt nicht so richtig finden. Und finde ich nicht nur albern, sondern finde ich tatsächlich auch nicht besonders respektvoll, ne? Also eigentlich respektlos, kann man schon fast sagen. Gut, aber sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall gibt es da eine unglaubliche Menge an nicht so tollen Tätowierungen. Und mich hat einfach schockiert, auch schon damals und auch immer noch heute, wie leichtfertig Leute sich mit Tätowierungen verzieren. Ja, dass man wirklich nicht so richtig darüber nachdenkt eigentlich oder auch nur kurz und sagt, ja, ich habe jetzt dies oder jenes gesehen und so Tribal Tattoo und das ist doch ganz cool. Und ja, dann wird es halt tätowiert und dann hat man das für seinen Rest des Lebens. Und immer wieder aber bin ich natürlich auch in der Recherche zum Thema Native American auf Tätowierungen gestoßen. Und immer wieder habe ich mich gefragt, okay, was hat es eigentlich damit auf sich? Was genau steckt eigentlich dahinter? Also was ist die Symbolik dahinter? Und in welchem Kontext steht die Tätowierung? Es ist erstmal so, grundsätzlich gibt es unterschiedliche Tätowierungsformen, die wir unterscheiden müssen oder beziehungsweise nochmal einen Schritt zurück. Erstmal ist es so, wir müssen verstehen,
dass auf der gesamten Welt die Körpermodifikation gang und gäbe waren und auch noch bis zum heutigen Tag ja sind. Also das nimmt bis zur extremen Form an. Aus meiner Sicht die extremste heutige Form ist die, dass man sich die Ohren durchsticht oder aufschneidet oder sogar abschneidet, anders formt und dann den gesamten Körper von Kopf bis Fuß einfach schwarz tätowieren lässt und sogar noch das Auge auch noch innen, ja, dass das Weiß auf dem Auge auch noch schwarz tätowiert. So, das ist sozusagen die extremste Ausführung davon. Aber dazwischen gibt es natürlich ein breites Feld. Wie gesagt, Körpermodifikationen können sein, dass man sich etwas implantieren lässt. Wie gesagt, Brust-OP oder Implantate sind ja auch ein Thema. Aber das geht auch zurück zum Beispiel in Afrika. Da haben sie auch Sachen, also die Haut aufgeschnitten und das so vernarben lassen, dass es Symboliken, also dass es bestimmte Muster ergibt. Und ja, das ist im Prinzip auch so eine Art Form der Symbolik, die dahinter steckt, die einerseits spirituellen Hintergrund haben kann, was ja in den meisten Fällen auch der Fall ist einfach, oder aber auch eine Zugehörigkeit zu einem Stamm symbolisiert. Und wie gesagt, in Afrika, da haben wir von den afrikanischen Stämmen so unglaublich viele Fotografien, die das eben zeigen, ja, diese Form der körperlichen Veränderung. Und es ist halt so, wie sehe ich das? Der Punkt ist der, mit einer Tätowierung oder so einer Modifikation setzt man ja ein Statement und zeigt, dass man eine bestimmte Stammeszugehörigkeit hat und dass man definitiv nicht zu dem anderen Stamm gehören wird oder so. Das bedeutet auch jetzt im Kriegsfall und in der Gefangennahme, wenn man den Feind quasi gefangen nehmen möchte und den dann in seinem eigenen Stamm aufnehmen würde, dann ist das im Prinzip schon so gar nicht mehr richtig möglich, weil der ja eine spezifische Stammestätowierung hat. Also das heißt, da ist halt ein Stempel drauf, wie so ein Brandstempel im Prinzip, und der gehört zu diesem Stamm und deswegen kann man ihn im Prinzip nur noch den Kopf kleiner machen, sage ich mal. Und Gefangene können dann nicht gemacht werden. So jedenfalls interpretiere ich das Ganze. Also so eine Art Brandstempel, würde ich mal so sagen, ist so diese eine Theorie. Und auch eben, dass ich mich zugehörig fühle zu meinem Stamm oder die anderen eben das für mich bestimmen, dass ich eben eine stammestypische Tätowierung bekomme. So, und in welchem Kontext das nun steht, sei mal dahingestellt. Unterschiede gibt's sehr stark zwischen männlich, weiblich. Ja, die Frauentätowierungen in Nordamerika, die sind eigentlich im Grunde viel ähnlicher als die der Männer, ja, weil die meistens immer hier einfach das Kinn tätowiert haben also linear, ne, mit Streifen quasi oder mit einzelnen Punkten, die eine Linie bilden. Und es gab natürlich noch andere Tätowierungsformen, aber das war sozusagen das, was sich eigentlich stammesübergreifend auf ganz Nordamerika kann man das einfach so anwenden, bis zu den Inuit nach oben findet man das. Und das Witzige ist eigentlich, dass wir die Verbindung zu anderen Teilen der Welt eben auch wieder sehen können. Also es gibt Stämme oder es gab Stämme in Indien, wo die Frauen sich diese Tätowierung hier am Kinn auch gemacht haben. Dann bei den Headhunters aus nicht Philippinen, sondern komme jetzt gerade nicht drauf. Also was ich sagen will, auf jeden Fall, das gibt's weltweit, tritt das Phänomen auf. Und das ist eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte. Und da kann man sich eben jetzt drüber fragen, kann man sich jetzt die Frage halt stellen, woher kommt das? Also hat sich das gleichzeitig an verschiedenen Orten entwickelt oder zu verschiedenen Zeiten entwickelt? Oder ist das eine Geschichte, die schon viel, viel älter ist und ja, das sozusagen eigentlich vielleicht sogar so ist, dass die ältesten Kulturen viel stärker tätowiert waren und das mit der Zeit im Prinzip immer wieder auch mal verloren gegangen ist in der Geschichte und dann aber wieder aufgekommen ist.
So, das ist so meine Vermutung. Und da gibt's aber viele Gemeinsamkeiten. Man kann eben, wenn man bestimmte Tätowierungen aus den Philippinen, soweit ich das weiß, sich anschaut, mit denen der Afrikaner oder der nordamerikanischen Ureinwohner, dann findet man einzelne Symboliken, die sich da wiederholen, ja, und auch Gründe, warum man diese Tätowierung macht, die wiederholen sich auch. Ich meine, das ist eigentlich auch klar. Auch heutzutage gibt's halt die das nur als Verschönerung, als was Schmuck ansehen, das toll finden. Und dann gibt's aber die einen religiösen oder generell eben spirituellen Hintergrund haben. Und das finde ich eigentlich eher das Spannende daran. Denn ich persönlich bin jetzt zum Beispiel nicht tätowiert. Der Punkt ist einfach ich habe mir gesagt, wenn ich mich tätowieren lassen würde, dann muss das Ganze einen absolut standfesten spirituellen Hintergrund haben. Ja, das Ganze muss, wenn das hier aufgebracht wird auf dem Arm oder auf die Brust, das muss wirklich was aussagen und es soll nicht irgendetwas sein. So, ja, genau. Und das Interessante eigentlich, wo jetzt gerade hier die Katze mir auf den Schoß springt, kann ich eigentlich einen ganz guten Bogen spannen. Denn was sehen wir eigentlich bei den Tätowierungen? Was da immer wieder auftritt, sind halt bestimmte Symboliken wie Speerspitzen oder Pfeilspitzen, ja, oder insgesamt irgendwas Dreieckiges, was auch für eine Verwundung stehen kann, also eine Wunde darstellt, wie oft man im Kampf verwundet worden ist, oder auch einzelne, ja, spitzzuläufige Symboliken, vielleicht sogar auch für einen Ladestock eines Vorderladers. Also wir entdecken ganz viele Dinge eben wieder, die auch anders bei der Körperbemalung oder der Darstellung der Adlerfedern als Auszeichnung auch immer wieder auftauchen und die sich dann quasi in der Tätowierung widerspiegeln. Und was ich auf jeden Fall sehe, wo die Inspiration eigentlich herkommt für bestimmte abstrakte Muster, denn das sind ja immer geometrische Formen, die ja sehr abstrakt sind. Und es gibt Dinge, die kann man relativ einfach deuten, wie zum Beispiel die Pranke eines Bären. Ja, wenn die hier auf der Brust drauf ist, dann ist es eigentlich relativ klar, dann braucht man da gar nicht mehr lange drüber nachdenken. Da hat jemand quasi, ich sag mal, die Bärenmedizin, also er hat die Kraft des Bären soll sich auf einen übertragen und da braucht man nicht zu diskutieren drüber. Aber bei so geometrischen Mustern ist es dann schon wieder eine andere Sache. Das ist halt eine Herausforderung, das zu deuten. Ich möchte jetzt auch gar nicht darauf eingehen, also nicht zu sehr eingehen, was sozusagen die Deutung angeht von den Tätowierungen. Aber grundsätzlich, wenn ich mir anschaue, wie Tiere aussehen, ja, was für äußere Erscheinungsbilder die eben haben, dann finde ich da viele Parallelen. Ich sehe es halt so. Der Mensch, wenn er auf die Welt kommt, ist quasi ein ungeschriebenes Blatt. Ja, wir haben eine Haut, die im Normalfall relativ eben ist. Wir haben keine besonderen Muster quasi auf der Haut, ja, außer vielleicht sowas wie ein Muttermal oder so, aber eigentlich haben wir dann nicht. Wir sind im Prinzip wie ein blankes Stück Papier und was es gilt zu bemalen, zu verschönern, zu formen. Und da holt man sich eben die Inspiration aus der Natur und im Speziellen zum Beispiel bei Schlangen, ja, die Muster einer Schlange auf dem Rücken oder auch die Muster einer Libelle, ganz klar. Also diese strichweise Unterteilung und mit den Dreiecken und so weiter. Also das ist so klar, finde ich, also für mich jedenfalls, zu verbinden mit gewissen Tätowierungen, die zum Beispiel auf der Brust gemacht worden sind, bei den Hidatsa zum Beispiel. Sieht aus, als hätte er sich eine Libelle quasi, einen Libellenkörper auf seinen eigenen Körper tätowiert. Oder natürlich verschiedene andere Symbole noch dazu gemacht, die einfach in der Gesamtsumme noch viel mehr
Schutz bieten sollen. So kann ich das interpretieren für mich. Genau, also diese Parallele quasi zur Natur ist, finde ich, ziemlich wichtig, weil ein Tier kommt auf die Welt und hat diese Maserung schon. Und in den meisten Fällen ist es ja so, dass nehmen wir eine Hornisse an oder Wespe oder sowas, ja, also die haben eine ganz klare kastenförmige Unterteilung der Farben und der Linien und auch Punkte und Dreiecke, und das ist eigentlich total klar, und das bedeutet eben auch, dass man diese Kraft von diesen Tieren übernimmt. Und man könnte jetzt einfach sagen, ja, das ist alles fantasievoll und die wollen halt nur diese Kraft übertragen. Aber das Ganze muss man ein bisschen spiritueller angehen. Also das muss man das geht, glaube ich, viel, viel tiefer. Denn wenn man jetzt nochmal einen Schritt zurückgeht, wie entstehen ja diese Tätowierungen? Also wie wird das gemacht? Also es gibt natürlich die verschiedensten Formen, wie die Tätowierungen aufgebracht worden sind. Aber im Grunde war es nicht so, dass jeder Einzelne hier irgendwie ein bisschen hier auf seiner Haut rumgestochen hat und dann da irgendwie sich selber eine Tätowierung gemacht hat, sondern im Grunde sieht es für mich eher so aus, und auch aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass das eben eher ja einer Gesellschaft vorbehalten war. Also ich bin eingetreten in eine bestimmte Kriegergesellschaft, und dann dann kann ich ein bestimmtes Tattoo bekommen. So. Gemacht wurde das Ganze eben so, man hat zum Beispiel Stachelschweinborsten oder Kaktusstacheln oder auch von Kupfer ganz kleine Stacheln quasi genommen und zum Beispiel 4 Stück aneinander gebunden und hat diese Stacheln dann in einen hohlen Knochen gesteckt. Ja? Auf der anderen Seite wurden dann Federn, zum Beispiel Eulenfedern als Bündel befestigt, und dann hat man eben so ein Gerät gehabt, quasi den Knochen, der Knochen wurde auch noch rot bemalt. So geht es aus den Aufzeichnungen hervor. Das ist natürlich bei vielen Stämmen auch sehr unterschiedlich gewesen. Ich gehe jetzt nur auf das ein, was ich vor allen Dingen soweit ich weiß, Hidatsa gelesen habe, also mehr eben der Plains-Bereich. Ja, also man hatte diesen hohlen Knochen quasi mit den Nadeln eben vorne dran, und dann hat man Folgendes gemacht. Man hat eben entweder einfach aus dem Gedächtnis quasi das stammestypische Muster eben aufgebracht, indem man eben Handpoke gemacht hat, ja, also Einstechen der mehrere Nadeln auf einmal, und dann hat man in diese Wunde dann eben wie soll ich sagen, nicht die Asche, aber die verbrannten Überreste von Kinnikinnick-Tabak, also von dem indianischen Tabak quasi genommen, und hat immer, wenn man eingestochen hat, das Ganze wieder weggewischt und da eben im Prinzip in die Wunde verbrannten Tabak reingeschmiert. So. Und dann ging es wieder weiter. Und manchmal gab es aber auch so, dass man quasi das vorgezeichnet hat, die Linien, die man machen wollte, und eben da dann entlang gegangen ist. So. Und zwischendurch war es so, wenn man das eben gemacht hat, dann musste man danach immer wieder eine Pause einlegen. Also es wurde nicht eine gesamte Körpertätowierung auf einmal gemacht, denn die waren relativ großflächig oft, sondern da wurden eben immer wieder Pausen eingelegt, und diejenigen, die das gemacht haben, also die das über sich ergehen lassen mussten, die sind dann erstmal wieder, haben ein Schwitzbad genommen, ja, sind in die Schwitzhütte gegangen und haben wieder eine Pause eingelegt, und dann 1-2 Tage später ging es dann weiter. Das Ganze war auch eine sehr, sehr, sehr spirituelle Sache. Also es konnte zum Beispiel im Kontext sein einer Visionssuche. Ja, also wenn man jetzt das nur auf den Mann betrachtet, wenn der Junge zum Mann wird, dann ist er eben 4 Tage und 4 Nächte fasten gegangen. Ja, nichts essen, nichts trinken in der Wildnis, saß an einem einsamen Platz und hat nach einem Gesicht gefleht, also nach einer Vision. Und währenddessen war es eben so, dass er, wenn er Glück hatte, eben bestimmte Muster sind einfach zu ihm gekommen, oder hat in dem Trance-Zustand bestimmte Tiere gesehen, entweder in echt oder einfach nur in der Vorstellung. Ja, und diese Muster, die hat er sich gemerkt,
Wir wissen jetzt nicht, ob er sich die aufgezeichnet hat oder ob er sich einfach die gemerkt hat. Ich denke mal, dass sie das eher im Innern sozusagen sich einfach gemerkt haben. Und damit ist er dann nach diesen 4 Tagen zu der Gesellschaft gegangen, die ihn dann tätowieren sollte oder wollte. Und dort wurden dann zusätzlich zu den sowieso stammestypischen Herangehensweisen, wie man ein Tattoo sticht, eben seine persönlichen Sichtungen quasi mit eingefügt. Jedenfalls konnte das so sein. Bei den Maori zum Beispiel ist es anders. Da wird jedenfalls im traditionellen Sinn, ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, da wird eine Tätowierung für dich gewählt, die du dann trägst. Ja, also du bist dann privilegiert, diese Tätowierung, die für dich ausgewählt ist, zu tragen. Du entscheidest jetzt nicht unbedingt selber, was du da dann bekommst. Aber es scheint so zu sein, dass auf jeden Fall bei den Hidatsa das so wahrscheinlich eine Mischung war aus, ich sag mal, vor allen Dingen spirituellen Symboliken, die sowieso klar waren, dass man die sozusagen als Schutzsymbol haben wollte, dann aus den stammestypischen Erkennungsmerkmalen, die man sowieso tätowieren würde, und wie gesagt den persönlichen Inspirationen, die man eben während der Visionssuche eben bekommen hat. So, das ist dann diese Sache. Das wurde dann tätowiert und jemand, der dann so eine Tätowierung bekommen hat, der war dann schon eine sehr ausgezeichnete Persönlichkeit in dem Stamm. Es war so, dass diese Person dann, wenn es um Krieg ging, also wenn sie in den Krieg gezogen sind, da hat man im Prinzip erwartet, dass diese Person, die war mutiger, hatte die höhere Bereitschaft quasi den Einsatz zu zeigen im Kampf, als, sag ich mal, der Durchschnittsmann. Und es wurde sogar gesagt, dass ein Krieger des eigenen Stammes niemals die Tätowierung des anderen berühren durfte und selbst sogar im Zweikampf, jedenfalls stand das so in der Quelle, der Gegner auch nicht die Tätowierung berühren durfte, weil die war heilig. Also sowieso war alles absolut sacred. Und man muss auch, um das zu verstehen, wie heilig das eigentlich war, muss man sich das mal überlegen. Also stellt euch vor, jetzt wurde die heilige Pfeife und der Rauch davon, das war ein sehr, sehr heiliger Prozess. Und wenn man jetzt nun die Opfergabe, also den Tabak, den Verbrannten, nimmt und den sich unter die Haut reibt, ja, indem man ja quasi vorher das aufsticht und das dann in die Haut einbringt und das vielleicht noch sogar in einem Muster, dann ist das eine Sache, die hat man dann für den Rest seines Lebens, und das ist so eine Art wie, ich sag mal, sowas wie ein Gelübde, was man macht. Und man hat quasi entweder, also ich stelle mir das eben so vor, als Krieger habe ich vielleicht jetzt eine Libelle gesehen, ja, und die Libelle, die ist jetzt mein Kraftsymbol. Also das ist jetzt das, wo ich sagen will, ich möchte genau wie eine Libelle kämpfen, ja. Und wer so eine Libelle zum Beispiel mal beobachtet hat, der weiß, was das für ein besonderes Tier ist und wie die eigentlich kämpft. So, das ist bemerkenswert. Und diese Symboliken quasi, wenn die dann durch die Opfergabe, also ich opfer diesen Tabak, der wird verbrannt. Vielleicht haben sie diese Pfeife auch vorher geraucht mit denjenigen in der Runde, die ihn einen auch tätowieren, ja. Und dann wird diese Opfergabe mir noch unter die Haut gebracht. Dann das heißt, dass ich, wenn ich meine Tätowierung sehe, mich jederzeit meines Lebens an dieses Gelübde, dass ich eben sage, ja, ich habe jetzt die Kraft der Libelle, die in mir, und die werde ich dann im Kampf auch immer anwenden. Ja, dann ist das quasi einfach ich nenne das immer Placebo-Effekt. Also wenn man das so will, das ist jetzt vielleicht böse gemeint, aber das ist, wie soll man das anders bezeichnen? Also nicht unbedingt Placebo-Effekt, denn du hast ja wirklich diese Opfergabe in dir, und dann, wenn du eben kämpfst, hast du es bei dir, und dein Gegner und auch die Leute in deinem Stamm wissen das ja. Also die sehen dich ja, und schon, wenn ich jetzt, sage ich mal, so einen auf mich zurennen sehe, der dieses Gelübde, der ein so strenges spirituelles Weltbild hat und der dafür bereit ist zu sterben, wenn der das hat, dann gehe ich dem lieber aus dem Weg, dann möchte ich nicht unbedingt mit dem kämpfen. So, also allein schon aus diesem Hintergrund.
Und jetzt kommt noch dazu, dass dass ich sehe, okay, der hat jetzt die Kraft zum Beispiel des Bären mit sich. Okay, vorsichtig, ja. Oder ich sehe, der hat auf dem Arm mehrere Streifen, die aussagen könnten, wie oft er schon auf dem Kriegszug war. Oder auch diese Pfeilschäfte, oder Speerspitzen, die sozusagen manche auf die Brust tätowiert haben, könnten auch dafür stehen, wie viele Kämpfer derjenige schon im Zweikampf umgebracht hat. So, und da ist es natürlich so, wenn ich jemanden sehe, der hat da irgendwie auf jeder Brust hier irgendwie, Brustseite hier irgendwie 3, 4, 5 Speere drauf oder noch viel mehr, ja, dann sehe ich, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, den lasse ich mal lieber in Ruhe. So, da muss man einfach vorsichtig sein. Und weil man könnte es auch so sehen, das ist ein Extremist. Diese Person ist extremer als der Durchschnittskrieger. Und und deswegen wird er auch anders respektiert. Und es war eben für einen Mann, gab es eben unterschiedliche Tätowierungsarten. Ich würde das als Krieger-Tätowierung ansehen, aber gleichzeitig ist es auch eine extrem religiöse Tätowierung. Denn jeder in dem Stamm sieht das dann, was das eben ist. Und es ist ja auch klar, ja, also ich bin zwar jetzt Linkshänder, aber stellt euch vor, ich wäre jetzt hier der Rechtshänder und kämpfe hier mit meiner rechten Hand eine Axt oder was auch immer, habe ich jetzt hier in der Hand und damit führe ich die Kraft aus, um den Gegner zu besiegen. Dann geht die Kraft, zum Beispiel der Libelle, wenn ich das hier auf meinem Arm tätowiert habe, ja, und alle anderen Symboliken, die ich da halt drauf habe, die gehen dann auf den Arm über und bilden eine Art, ich sag mal, Schutzschild, eine Art Rüstung quasi, weil diese Tätowierung steht zwischen mir und meinem Feind und der sieht sie ja. Der kann auch eventuell sogar verwirrt sein durch dieses Muster, denn er sieht, okay, das ist sozusagen, zum Beispiel stellt euch das vor, wie so eine Hornisse, das Muster, man weiß, okay, oh, das ist gefährlich, möchte ich nicht mit kämpfen. So, und das ist sozusagen eine Art Schutzsymbol, so dass man quasi unantastbar ist an der Stelle. Und das Gleiche gilt, denke ich mal, auch für die Halstätowierung, denn die ziehen sich ja oft über den ganzen Arm, die ganze Brust, ja, bis zum Hals. Denn ein Native hat mal gesagt in einer Beschreibung zu Tätowierung, warum, er wurde gefragt, warum haben sie sich eigentlich auch den Hals tätowiert? Und die Antwort war es ist eine Art Schutz davor, dass man geköpft werden kann. Man sagt sich, der Hals ist sicher, ich kann hier nicht verwundet werden. So jedenfalls die Theorie. Und weil in alter Zeit, man muss sich das halt so vorstellen, es wurden natürlich Scalps genommen, ja, also einfach die Scalplocke und dann wurde halt hier die Haut weggeschnitten und man hatte halt nur dieses Stück, ja. Dann gab es aber auch die Methode, dass man von hier vorne angeschnitten hat und die gesamte Kopfhaut mit den Haaren abgezogen hat oder auch die ganze Gesichtshaut oder einzelne andere Körperteile abgeschnitten hat oder aber auch in der alten Form, es gibt tatsächlich da mehrere Darstellungen, wo man wirklich hier an der Scalplocke hat man den Kopf genommen und hat aber den ganzen Kopf halt abgeschnitten. Und es gibt sogar in der Sign Language, ja, ist das Symbol jedenfalls von einigen Stämmen für die siouanischen Stämme oder im Speziellen die Sioux. Ob jetzt Lakota, Dakota, was auch immer, wer auch immer damit gemeint ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber das sind diejenigen, die die Köpfe abschneiden. So. Finde ich schon ziemlich radikal, finde ich auch krass, dass sich das so lange gehalten hat, diese Überlieferung, denn das kommt wieder den Headhuntern aus anderen Teilen der Welt eben wieder sehr ähnlich, weil die haben eine ähnliche Kultur, dass sie eben, wenn sie den Feind im Zweikampf besiegen, eben nicht nur den Skalp nehmen, sondern den ganzen Kopf mitnehmen als Trophäe und sogar dann auch noch ihre Trommelschläger oder Trommelhalterung aus dem Unterkiefer dann des toten Besiegten machen. Also klingt erstmal sehr, sehr gruselig, aber war halt gang und gäbe. Und die letzten von diesen Headhuntern, die sind sogar
ich weiß nicht, vor 50 Jahren oder so maximal, wurde das eben auch immer noch praktiziert in manchen Teilen der Welt. Außerdem haben, äh, haben diese Völker auf einen anderen Teilen der Welt auch dann sich tätowieren lassen. Und zwar war die Tätowierung dann, ich sag mal, wie eine Auszeichnung, nachdem sie jemanden geköpft haben, nachdem sie jemanden besiegt haben im Zweikampf, wurde der ganze Oberkörper, die Arme und manchmal auch das Gesicht eben tätowiert. Das waren unterschiedliche Schutzsymboliken, aber auch, und das finde ich das Spannende, piktografische Darstellungen von den Gegnern, die sie besiegt haben, wahrscheinlich. Ja, also das waren zum Beispiel zwei piktografisch dargestellte Männer, die hier auf der Brust von dem einen Krieger quasi dargestellt worden sind, aber mit dem Kopf nach unten. Ich weiß nicht, ob der Kopf noch dran war. Auf jeden Fall hat man ganz klar gesehen, okay, dieser Mann hat zwei Kämpfer mit bloßer Hand quasi besiegt. So. Und das Gleiche finden wir in der nordamerikanischen Kultur auch wieder. Ja, auf den Bisonroben zum Beispiel. Also wenn man die piktografischen Darstellungen eben sieht oder auf den War-Shirts oder auf den Tipis, findet sich das wieder. Und in runtergebrochener Form, ja, ganz einfache Darstellung, finden wir das eben auch in den Tätowierungen. Denn wenn wir jetzt mal in die Waldland-Richtung gehen, also die Waldland-Indianer, da war es so, dass in der frühen Zeit, also die ersten Darstellungen von nordamerikanischen Ureinwohnern, da sind die eigentlich fast immer, wirklich fast immer mit Tätowierung und zwar von Kopf bis Fuß dargestellt. Und das ging dann irgendwann zurück. Der Einfluss der Weißen und vor allem des Christentums hat da extrem eingeschlagen, denn die christianisierten Stämme, denen wurden verboten, Tätowierungen weiter auszuüben, denn es wurde gesagt, jemand, der sich tätowiert hat, der kommt nicht ins Himmelsreich. Und da gibt's wieder die Gegenaussage, bei einigen Natives war es verbreitet, das Denken, wenn du keine Tätowierung hast, dann kommst du auch nicht ins Himmelsreich. So, und das ist natürlich ein Konflikt, der da geherrscht hat und der dazu führte eben, dass das lange Zeit verpönt war und einfach nicht praktiziert wurde oder nur im Geheimen praktiziert wurde. Jedenfalls bei den Waldlandstämmen war es in der frühen Zeit schon so, dass im Gesicht genau dargestellt worden ist, erstens, welche Krafttier in Anführungsstrichen man hatte und wie viele Gegner man getötet hat im Zweikampf und auf wie vielen Kriegszügen man schon war. Und all diese Dinge wurden quasi mit Linien hier schräg durchs Gesicht eben und auch mit einzelnen Punkten oder eben hier zum Beispiel wie Dreiecken, die Verbundungen darstellen könnten, wurde das im Gesicht eben dargestellt. Finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Bei den Plains-Stämmen, da wir da aus dieser Zeit noch nicht so viele aufgezeichnete Quellen haben, ist da nicht so viel Bericht, kann man da nicht so viel Berichte quasi einsehen. Aber es ist davon auszugehen, dass eine Tätowierung von Kopf bis Fuß durchaus bei fast allen Stämmen verbreitet war, mehr oder weniger. Also man kann jetzt nicht sagen, nur die Männer oder nur die Frauen. Bei einigen Stämmen waren nur die Frauen tätowiert, bei einigen nur die Männer oder halt auch sogar beide Geschlechter. Ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, aus der relativ frühen Kultur hier, hier eine Darstellung von einem Gefäß. Ja? Und in dem Gefäß, also außen, das ist wahrscheinlich ich würde sagen, ein abgeschlagener Kopf eines Feindes. So sieht das für mich aus. Der hat sogar auf der Stirn einen Mechanismus, wo man den quasi irgendwo aufhängen könnte. Ja? Und was man Spannendes sieht, ist, der ist eigentlich über und über mit Symboliken im Gesicht verziert. Und es gibt zwei Beschreibungen oder Erklärungsversuche dazu. Man könnte jetzt sagen, es handelt sich hier um eine Tätowierung oder aber es handelt sich um Ritzungen, denn beides gab's. Es gab eben, wie gesagt, dass man eben einzelne Punktierungen der Haut vorgenommen hat und da eben zum Beispiel den verbrannten Tabak eingeschmiert hat und dann ist es verheilt und dann ist es eben unter der Haut gewesen. Oder aber man hat eine Obsidianklingel genommen und hat sozusagen feine Stücke, feine Linien oder auch, also wie gesagt, nicht nur Linien, sondern Stücke aus der Haut ausgeschnitten. Das ist dann vernarbt und entweder haben sie dann schon in dem Fall quasi
entweder roten Ocker quasi, also Erdpigment da reingerieben in die Wunde und das ist dann eben ausgeheilt und dann war es eben verfärbt oder eben ja Kohle oder irgendwas. Auf jeden Fall, um sozusagen die Farbe davon, ja, von dem Rest der Haut eben abzusetzen. Also so eine Vernarbkunst, sage ich mal so. Und dieses Rausschneiden von Hautstücken, das ist eine Sache, die wir finden, wenn wir uns mit verschiedenen religiösen Faktoren anschauen, zum Beispiel dem Sonnentanz. Ja, gibt auch noch andere Geschichten dazu, aber es ist halt so, beim Sonnentanz gab es ja verschiedene Methoden, seinen Körper zu opfern. Ja, also ich meine jetzt nicht, dass man sich komplett umgebracht hat, aber es ging darum, dass man, ich sag mal, Selbstverstümmelung vorgenommen hat für eine höhere Sache. Zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Körper gebe, möchte ich das Wohl meines Volkes quasi erhalten oder ja, überhaupt voranbringen. Also und dazu wurden zum Beispiel hier am Arm das ist bei Sitting Bull zum Beispiel auch beschrieben und bei Black Elk, also bei verschiedenen wurde beschrieben, dass bei Männern, aber auch bei Frauen einzelne Hautstückchen quasi rausgeschnitten worden sind. Und ich meine, die haben auch ein Muster ergeben. Ob die nun dann gleich wieder eingefärbt worden sind, sei ja dahingestellt. Aber das ist die waren sehr hoch angesehen, diese Menschen, die das gemacht haben. Und die waren sehr, sehr stark religiös. Also die haben sich wirklich mit ihrem gesamten Körper aufopfernd für ihren Stamm eingesetzt. Und wie gesagt, Sundance ja an dem Pfahl eben quasi an Stäben durch die Brust hier aufhängen, bis diese Stäbe quasi brechen oder eben das Muskelfaserfleisch hier vorne rausreißt aus der Brust. Also das ist schon eine ganz schön heftige Sache. Aber wie gesagt, es wurde halt daran geglaubt, dass man dadurch also der Zyklus des Lebens eben, dass man, wenn man sich selbst opfert, das Voranbringen des Stamms eben fördern würde. Genau, das dazu. Das heißt, es gibt quasi Unterteilung von verschiedenen Einsatzgebieten für Tätowierung oder Ritzungen. Diese Ritzung, davon wissen wir eigentlich noch viel weniger, weil ab und zu vielleicht in den Aufzeichnungen über die spirituellen Ansichten, Weltanschauungen der Natives, kommt es vielleicht manchmal zutage, dass gesagt wurde, ja hier, die haben sich da und da am Körper irgendwelche Teile rausgeschnitten, aber grundsätzlich sieht man davon nicht viel. Es gibt tatsächlich einen Arapaho-Indianer, Black Coyote, der ist tatsächlich mit nacktem Oberkörper fotografiert worden und der hat am ganzen Körper, also am ganzen Oberkörper quasi überall feine Cut Marks. So sieht es für mich aus. Also das sieht, man weiß ja, ich kann es jetzt nicht von dem Foto aussehen, ob das später noch eingefärbt worden ist oder nicht. Sieht für mich eher nicht so danach aus, aber auf jeden Fall sieht man, dass ganz viele Linien, immer so zum Beispiel 4 Linien dieser Länge, wurden hier in den Oberarm oder unteren Arm eingeritzt. Dann gab es wieder ein Kreuz, vielleicht Morningstar-Geschichte, ja, oder für die 4 Directions. Also das Medizinrad und die ganze Weltanschauung hinter Medizinrad spielt eine große Rolle. Und dann kommen wieder diese Cut Marks, ja, und dann wieder ein Stern quasi oder ein Kreuz und so weiter geht es halt hoch. Und auf der Brust hatte er hier 2 Ringe, so in dem Durchmesser, auch reingeritzt oder rein tätowiert. Und das Witzige ist, also was heißt witzig, aber das Spannende, der hat sogar auch Cut Marks quasi im Gesicht gehabt, auf der Stirn. Aber das Interessante ist, dass in der Sign Language, also in der Zeichensprache der Natives, war das Zeichen für den Arapaho-Indianer oder auch das Wort Arapaho kommt eigentlich aus der Crow-Sprache und bedeutet diejenigen, die am Oberkörper tätowierten. Und das bedeutet eben, dass die Arapaho bekannt dafür waren,
sich auf jeden Fall am Oberkörper zu tätowieren. Und das sogar als in der Sign Language für sie stand. Eine andere Quelle sagt auch, dass sie zu erkennen waren, indem sie 3 Spots hatten. Also 1, 2, 3 im gleichen Abstand, Ringe. Daran hat man einen Arapaho erkannt. Ja? Angeblich. Witzigerweise gibt es wieder eine Parallele. Es gibt einen Waldländer, einen berühmten, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, aber das ist einer, der hat einen roten Mantel an und da ist der ganze Oberkörper voll tätowiert, eben auch mit diesen Speerspitzen voll. Und er hat hier am Hals quasi auch dieses Schutzsymbol von 3, entweder Monden, hat er jedenfalls tätowiert. Und diese Halbmonde, 3 Stück, glaube ich, an der Zahl, haben wiederum 3 in dem gleichen Abstand zueinander Pünktchen, ja, weiße Dots quasi. Was wiederum diesen auf der Brust quasi wieder ähnlich ist. Das heißt, da könnte eine Zeichensprache existiert haben, also es ist jedenfalls meine Vermutung, die über ganz Nordamerika verstanden worden sein könnte. Warum komme ich darauf? Naja, weil erstens die Zeichensprache eine Sache war, mit der konnte man sich, ohne dass man eben sich sprachlich verstehen konnte man sich eben auseinandersetzen und hat den Gegenüber eben verstanden. Und das Gleiche gilt eben auch für, ich sag mal, geschriebenes Wort. Es gibt Felszeichnungen, es gibt auch spätere Museumsstücke, die zeigen, wie Eltern an ihre Kinder quasi einen Brief geschrieben haben und das tatsächlich, ich sag mal, sage ich mal, sowas wie Hieroglyphen, ja, Schrift, in Native American Hieroglyphen. Und das Kind konnte das verstehen, ja, es gab auch Leute, die das dann versucht haben, diesen Code quasi zu knacken und rauszukriegen, was eigentlich da beschrieben worden ist. Und sie haben tatsächlich auch einige Sachen dann verstehen können. Jedenfalls, das bedeutet, dass wenn ich jetzt im Krieg stehe mit einem anderen Stamm, ich habe eine bestimmte, erstens stammestypische Tätowierung und auch noch eine sehr persönliche, zum Beispiel meine Tiermedizin, sag ich mal, mit mir, dann erkennt der andere Krieger gegenüber, auch wenn er jetzt nicht von meinem Stamm ist, erkennt er die Aussage, die Bedeutung der einzelnen Dinge, die ich halt tätowiert habe. Und das ist finde ich, eine ganz wichtige Sache zu verstehen, weil das ist wirklich eine Sache, wie ich schon gesagt hatte, das ist schon fast, sage ich mal, um das jetzt böse auszudrücken, Fanatismus. Ja, das ist schon religiöser Fanatismus, wenn ich mir eine Opfergabe unter die Haut stechen lasse, die dort einpflanze in mir, in einer Symbolik, in einer Form eines Tieres oder einer abstrakten Form als Schutzsymbol. Das kann auch zum Beispiel ein Donnerwesen sein. Oder es kann sogar ein krabbelnder Käfer sein. Also es gibt auch einen Native, der hat hier auf der Brust einen, ich glaube, 10-füßigen Käfer mit 2 Fühlern auch nach oben und einem Kreuz auf dem Rücken tätowiert, genau in die Mitte hier. Und also das können auch, oft waren das auch Beings, also spirituelle Kreaturen, die vielleicht so nicht unbedingt existiert haben oder die derjenige irgendwie gesehen hat in der Natur und gehörnte menschliche Formen oder was auch immer und die er dann sich als Krafttier quasi dann mitgenommen hat in die Schlacht. Und um nochmal ganz kurz hier auf ein paar Skizzen einzugehen, ich habe hier von Rudolf Friedrich Kurz habe ich hier ein Buch und darin sind ganz interessante Skizzierungen. Ich weiß gar nicht, von 1848 bis 1852. Und jetzt nur mal, um eine Sache hier zu zeigen, ist zum Beispiel ist hier eine Frau dargestellt mit der typischen Native American Frauen-Tätowierung am Kinn, ja, mit so 3 Linien. In dem Fall sind es tatsächlich sogar 5 Linien. Also je nachdem, ob man dann zum Beispiel wie viele Kinder man hatte oder ob man bestimmte
einen bestimmten Status im Stamm hatte, hat man eben dann noch Linien oder Punkte dazugekriegt. Oder aber ein auch sehr berühmtes Bild hier ist diese Szene bei der Überquerung eines Flusses mit den Bullbooten. Sieht man hier diesen Krieger mit seiner Tätowierung auf der Brust. Und ja, die tauchen hier immer wieder in dem Buch auf und sind doch sehr ähnlich. Also die unterscheiden sich natürlich schon, aber man kann doch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten erkennen. Und ich will jetzt mal eine Tätowierung zeigen. Ist zwar nicht so gut zu erkennen, aber für mich sieht man in diesem Bild hier, ist das zu vergleichen mit dem Körper einer Libelle. Also dem Symbol, was er da mitten auf der Brust tätowiert hat, das könnte so auch der Körper einer Libelle sein. Da kann man sich einfach mal aus verschiedenen Perspektiven so einen Libellenkörper anschauen. Und wie gesagt, man wird einige Ähnlichkeiten feststellen. Natürlich kann man das auch in anderen Formen sehen. Hier zum Beispiel. Ja. Mit 3 Dreiecken. Oder auch Kreisform. Und worauf nochmal eingegangen werden müsste, ist, dass jetzt speziell in dieser Darstellung eben hier, es sich um, also hier steht Billardspieler, aber es ist das Ballgame, also oder das, ja, wie soll man das nennen eigentlich? Gibt einen Fachbegriff dafür, aber im Prinzip hat jeder Krieger einen Speer, ja, und man hat einen kleinen runden Ring, der war sogar ursprünglich, war der aus Stein, also man hatte sozusagen aus einem Stein einen kleinen Ring mit einem Loch drinne und der wurde über den, zum Beispiel auch, die haben auch extra quasi eine Bahn dafür vorbereitet, also sie haben in den Boden, Lehmboden quasi eine platte Form quasi gestampft, sodass es schön eben war und das war das Spielfeld. Und nun wurde dieser Steinring geworfen, sag ich mal, und der hat sich dann eben wie so ein Reifen gedreht und nun war dann diese Sache, man musste dann quasi diesen Speer auf bestimmte Art und Weise möglichst nah an diesen Ring eben werfen, ja, und das haben beide Krieger eben dann, oder in dem Fall waren das immer 2 Krieger, das gespielt haben gegeneinander, geworfen und dann gab es bestimmte Sachen, an dem Speer waren bestimmte Lederbändchen und so weiter befestigt und je nachdem, wie der Ring umgefallen ist oder mit dem Speer jedenfalls in Berührung kam oder je näher, da hat diese Person dann halt gewonnen oder verloren. Und das war wirklich beschrieben als ein sehr, sehr brutales Spiel. Also generell diese Ballspiele, gab ja verschiedene Ausführungen davon. Es gibt verschiedene Spiele. Ich beziehe mich jetzt nur auf dieses eine. Die waren sehr brutal und mitunter war es sogar so, dass sich die Verlierer nach dem Spiel sogar das Leben genommen haben sollen. Oder auch für denjenigen, der das Ballspiel gewonnen hat. Der durfte dann halt eben auch eine Tätowierung haben und hatte dann der war dann was. Also der hatte dann einen höheren Status in der Gesellschaft, wenn er der Sieger war. Ja. Hier vielleicht nochmal eine Tätowierung, die auch sehr spannend aussieht. Ja. Ist jetzt keine so gut zu sehende Markierung hier auf dem Arm. Aber so kann man da vielleicht so eine kleine Vorstellung kriegen. Nochmal aus einer anderen Perspektive. Da sieht man das nochmal von der Brust aus. Und zwar hier. Ja. Das ist eine Sache, die aus meiner Sicht sieht das für mich sehr typisch nach den Hidatsa aus. Hier steht jetzt einfach Tätowierung Su. Aber würde ja auch passen. Ich meine, die sind ja, Hidatsa gehören zur siouanischen Stammesgruppierungen. Oder auch hier, eben was ich gesagt habe mit den einzelnen Linien, die wahrscheinlich für einzelne Kriegszüge ja, stehen könnten. Und was auch sehr spannend ist, hier sieht man wieder diese typischen Dreiecke hier auf der Brust. Auch tatsächlich wieder zentral sogar mit einem Kreuz, ja,
Also im Prinzip dieses Box und Border oder mit Linien-Symboliken. Und ich persönlich gehe davon aus, dass diese Dreiecke für getötete Krieger stehen und die Linien auf der Schulter und auf dem Arm insgesamt für Kriegszüge. Und in der Mitte ist es wahrscheinlich entweder ein Schutzsymbol mit den 4 Himmelsrichtungen. Ja, genau, das ist sozusagen meine Vermutung. Genau, und das Witzige ist, ich will jetzt mal einmal die Parallele zeigen. Wenn man sich eben anschaut, die frühesten Darstellungen von War-Shirts, da hat man eben hier, sieht man das, man hat eben die Pfeifen. Ja, also man hat hier die Pfeifen für die jeweiligen, also man war sozusagen Anführer eines Kriegszuges. Ja, und dieser Mann war schon eine herausragende Persönlichkeit hier, denn der war sehr erfolgreich. Und man sieht dann daneben die sehr einfache Darstellung. Das ist ein sehr, sehr frühes Shirt hier. Ich weiß gar nicht von das ist hier 18, also um 1830. So, aber vielleicht könnte auch sogar noch älter sein, weil hier sind keine modernen Glasperlen oder irgendwas dran. Das ist alles wirklich, das könnte sogar noch viel älter sein. Jedenfalls sieht man eben diese Darstellung von den einzelnen Kriegern. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der Kopf wäre jetzt hier weg und vielleicht noch der Strich von dem Fuß, also noch eine einfachere Darstellung und noch ein bisschen abstrakter, dann kommen wir schon in diese Richtung von diesen Dreiecken, die auf der Brust von den Kriegern eben tätowiert sind. Und hier für die getöteten feindlichen Krieger steht das sicherlich hier. Und entweder hat dieser Besitzer von dem Shirt so viele Krieger getötet oder seine Warpartys insgesamt haben so viele Feinde das Leben gekostet. Finde ich auf jeden Fall eine hochgradig spannende Sache, diese Parallelen da zu entdecken. Vielleicht noch mal eine andere Sache. Aus meiner Sicht gibt es ja verschiedene Tätowierungen und hier mal ein Beispiel, was für mich noch ein bisschen religiöser nach einer Society, nach einer Society Tätowierung aussieht. Die sieht aus, als wären das 2 Pfeifen, ja, die tätowiert sind auf der Brust. Und man sieht das ganz vorsichtig da, die obersten, das sieht definitiv aus wie Pfeifen. Und dann der Strich hier in der Mitte quasi, der sich verjüngt nach unten, mit den Kreuzen sogar drauf und den Abschnitten. Wie gesagt, ich kann da eigentlich an nichts anderes denken als immer an eine Libelle. Und für mich gibt's da viele Parallelen aus meiner Sicht. Guckt euch auf jeden Fall mal einen Libellenkörper an. Und ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr viele Ähnlichkeiten sehe ich da. Genau. Was noch? Hier noch was. Hier haben wir jetzt auch noch mal das Bild vielleicht in etwas größer. Ja, ist zwar nicht so gut zu erkennen, aber man sieht halt hier auch wieder die Querlinien, die eben dreieckig hier drunter gehen, auch mit Unterbrechungen hier. Oben ist wieder die Pfeife und die Linien gehen auch hier hoch eben, also über die Brust hier hoch, sogar an den Hals. Und ist schon eine spannende Sache. Also ich muss mich auf jeden Fall noch wesentlich mehr damit beschäftigen, was die einzelne Deutung von den Tätowierungen angeht. Denn wir haben jetzt hier zum Beispiel mal ein Foto, was für mich noch sehr rätselhaft ist, ja, weil wir haben eine von den Yuma haben wir jetzt hier ein Paar. Wir haben einen Mann und eine Frau und die haben beide fast die gleiche Tätowierung am Kinn. Und das, was mich ja dabei wundert, ist, dass der Mann eben ansonsten keine anderen Tätowierungen oder irgendwas hat, sondern wirklich nur diese Tätowierung und sie halt hier auch. So sieht's jedenfalls aus. Da frage ich mich halt, warum hat der Mann eine Tätowierung, wie eigentlich das eher bei Frauen vorkam. Könnte man sich jetzt streiten. Vielleicht war er ein Two-Spirit, aber das könnte auch sein, dass es einfach das Paar hier ist. Und bei denen war das eben
die hatten halt so eine Tätowierung und andere Stämme waren da vielleicht auch wieder ganz anders. Ja, wo war ich stehen geblieben? Vielleicht habe ich hier noch in dem Buch sind auch noch wahrscheinlich wesentlich mehr Tätowierungen abgebildet. Es gibt hier zum Beispiel noch eine Darstellung. Das ist eigentlich auch spannend, weil kommen gerade von einem Kriegszug, wie es aussieht, wieder, haben es erfolgreich hier einen Skalp angebracht und sich das Gesicht entweder, ja auf jeden Fall schwarz, denke ich mal, oder insgesamt eingefärbt, oder könnte schwarz sein. Und auch wieder hier sehen wir eben diese typische Tätowierung hier auf der Brust. Zwar keine einzelnen Linien können wir jetzt erkennen. Ich meine, das ist ja auch eine Darstellung von Ferne. Deswegen konnte vielleicht auch derjenige, der das skizziert hat, nicht alles so detailliert sehen. Außerdem ist der andere Krieger hier komplett in die Decke eingehüllt und dieser nur halb. Von daher kann man nicht genau sagen, was da sich noch verbirgt. Aber wir entdecken eben wieder genau das zentral auf der Brust sich befindende Stück eben, was hier sozusagen runtergeht mit Dreiecken noch drauf. Manchmal sich auch überkreuzenden Symboliken. Und was auf jeden Fall spannend dabei ist, dass zum Beispiel Bodmer hat auch einen Hidatsa gemalt und der hat seine Bisonrobe hat die über der linken Schulter und hat aber mit Absicht die rechte Schulter freigelassen, so dass er genau das, wo er tätowiert ist, die Kraft von seiner, in dem Fall ist es ein Tomahawk, dass er das sozusagen zeigt, ja. Und der trägt einen Tomahawk sogar mit dem Skalp vom Gegner wahrscheinlich, trägt er sehr stolz. Und da sieht man eben, okay, dieser Krieger, der scheint in der Gesellschaft wirklich einen hohen Rang zu haben. Genau, das ist eben, ja, das ist schon sehr beeindruckend. Und das ist wieder man kann eben, wenn man mal recherchiert nach den Hidatsa-Tätowierungen, dann tauchen diese immer wieder auf. Und wenn jetzt hier zum Beispiel steht, ja, hier zum Beispiel Hidatsa, die nächsten dann Sioux, dann würde ich auch wieder sagen, man weiß es nicht ganz genau, ob bei welchen Stämmen sozusagen das verbreitet war mit den Tätowierungen und bei welchen komplett gar nicht. Das ist sehr schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall war es definitiv so, wenn ich eine bestimmte Vision hatte von einem bestimmten Tier und das als Krafttier haben wollte, dann habe ich mir davon zum Beispiel eine Tatze tätowiert. Ja, es gibt auch einen berühmten, ich weiß nicht, ob es ein Mandan ist, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, auch von Bodmer gemalt. Der hat hier auf der Brust 2 Tatzen drauf. Ja, im gleichen Abstand. Und das scheint eine Sache zu sein, die häufiger vorkommt, sowas wie dass halt Tatzen oder Tiere eben in einfacher Form dargestellt werden. Und was ich auf jeden Fall euch empfehlen kann, wenn ihr die einzelnen geometrischen Muster von den Tätowierungen näher studieren wollt, dann kann ich euch nur raten, schaut euch die ganz alten Box und Border Bisonroben an. Weil da sind so viele Parallelen zu entdecken. Also viele von diesen Darstellungen, es gibt da zum Beispiel so eine ganz, ganz alte Robe von dem Donnervogel. Man sieht auch richtig die Blitze, die sozusagen unter den Schwingen nach unten gehen. Und auch dort sind wieder Pfeile. Also da ist auf jeden Fall ganz viel zu entdecken, was man in anderer Form wieder bei Tätowierungen wiederfindet. Das heißt, und auch wo ich auch noch drauf eingehen möchte, ist, dass die Art und Weise, wie eine Bisonrobe bemalt worden ist, ich weiß nicht, ob es jetzt immer so war, aber es gab die Form der Ritzung, dass man sozusagen die Oberfläche angeritzt hat. Im Prinzip so, wie als wenn man quasi beim Menschen Muster quasi reingeritzt hat. Ja? Also rausgeschnitten und dann auch sogar noch tätowiert. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie eben erst solche Verletzungen zugefügt haben. So ist es jedenfalls bei einem Hidatsa auch beschrieben, dass sozusagen er und auch sein Vater ihm sozusagen bestimmte Cut-Marks zugefügt haben. Die sind dann, ich weiß jetzt nicht wieder, ob die komplett verheilt worden sind, auf jeden Fall, die hat er vorbereitet und dann ist er zum Tätowieren gegangen.
Ja, also das fand ich sehr spannend. Und bei den Box and Border Roben sind halt total viele Parallelen zu entdecken. Also diese Form der Pfeile und der einzelnen Boxen mit Dreieckformen oder mit den Kreuzen drinne, die tauchen eben bei den Tätowierungen immer wieder auf. Ja, ein interessantes Detail vielleicht noch. Es ist so, dass man weiß nicht genau, wer eigentlich das Recht hatte, sich tätowieren zu lassen. Ob man auserwählt worden ist, also es klang bei einer Beschreibung so, als wenn der Bruder von einem ausgewählt wurde, um sich tätowieren zu lassen. Aber der dann gesagt hat, nee, das ist mir mit dem Schmerz, der mir da zugefügt wird, ist mir dann zu heiß, ist mir zu doll. Und er hat quasi abgelehnt. Aber dann ist sein Bruder eingesprungen und hat gesagt, dann übernehme ich das. Ich habe keine Angst vor dem Schmerz. Und der hatte dann eben, dieser Hidatsa hatte dann diese ganze Hälfte eben tätowiert bekommen und das sehr ausdrücklich beschrieben. Das ging auch über irgendwie 6 Monate oder sowas. Immer wieder. Und es ist ja wirklich ein krasser Prozess mit Fasten, mit dann immer wieder ein Saunabad machen, also in die Schwitzhütte und dann wieder fasten und ja, und dann wieder was essen. Und also das ist schon sehr, ja, wie als wenn ein Mönchsleben im Prinzip. Also es ist ein sehr radikales Leben. Und das Interessante eigentlich an der Geschichte ist, dass jemand, der auch beobachtet hatte, wie jemand tätowiert wurde, also der war irgendwie bei einem Stamm von Assiniboy oder sowas zu Besuch und hat einfach nur von der Ferne beobachtet, wie sozusagen für alle sichtbar diese Person tätowiert wurde. Also es scheint so, dass es nicht unbedingt im Versteckten irgendwo heimlich gemacht worden ist, sondern es war so, das war eine Sache, die wurde wie beim Sonnentanz, ja, dass alle sehen konnten, dass er hat jetzt das angelegt jetzt hier, er hat das jetzt hier rausgeschnitten, die Teile. So wurde auch da der in der Öffentlichkeit tätowiert. Und zwar wurden 2 Tippis ineinander gestellt, also ein doppeltes Tippi gemacht, die Seiten hochgeschlagen und die ganzen Leute konnten eben drumherum sitzen, jedenfalls scheint es so gewesen zu sein, und konnten das mit ansehen, aber nicht wirklich hören, waren zu weit weg. Und jetzt saßen da eben mehrere ältere Männer und die haben das eben vorbereitet und der junge Mann, kam eben an, wohl sehr hübsch anzusehender Jüngling mit einem sehr hellen Hautton, Farbton, ja, wo ich davon ausgehen kann, dass diese Person, bevor sie tätowiert werden wollte, sich extra nicht den Sonnenstrahlen ausgesetzt hat, oder es war im Frühjahr, wir wissen es nicht genau, um eben den Kontrast von der hellen Haut zu der dunklen Farbe noch besser herausstechen zu lassen. Also ich könnte mir auch sehr vorstellen, dass die das so stolz getragen haben, dass sie mit Absicht dann immer sowas, wenn es sein musste, quasi vor der Sonne abgedeckt haben, dass man sozusagen nicht den Sonnenbrand, also nicht sozusagen eine zu starke Bräunung erzielt hat, damit sozusagen der Kontrast immer gut zu sichtbar war. Und dann ging das weiter in der Beschreibung, dass dann, ich sag mal, ja, die Frau, in die der Mann, der da tätowiert werden wollte, verliebt war, die aber schon an jemand anders verheiratet worden ist, die hat er gebeten, dass sie ihn, sag ich mal, die Hand hält, ja, also dass sie das Kopfkissen stützt, während er tätowiert wird, auf dem Rücken liegt, und sie sollte das eben dann machen und hat am Anfang das eher ungern, also sie wollte eigentlich ablehnen, aber da das halt zeremoniell konnte man da eben nicht Nein sagen, und dann musste sie da sich daneben sitzen und musste da sozusagen assistieren und eben das Kopfkissen halten oder den Kopf von demjenigen. Ja, genau, und das Ganze, die Durchführung, das wurde ja nicht nur irgendwie so beim Gespräch nebenbei mal hier ein bisschen tätowiert und dann wieder aufgehört, sondern dabei wurde gesungen, die ganze Zeit waren Sänger dabei und getrommelt. Also, und es ist sogar so beschrieben, dass 4 Trommeln und wahrscheinlich mindestens auch 4 Sänger quasi die ganze Zeit während des Stechens des Tattoos die heiligen passenden Tätowierungslieder gesungen haben. Ja, davon ist natürlich kaum was erhalten. Und das ist auch mit der Zeit ist das Ganze in Vergessenheit geraten, vor allen Dingen eben durch die Christianisierung oder Missionierung vor allen Dingen, wo gesagt worden ist, habt ihr eine Tätowierung, kommt ihr nicht in den Himmel, also lasst das sein. Und deswegen ist es eben in Vergessenheit geraten.
Aber es gibt auch eine Beschreibung von einem Stamm oder von einem Abzweig eines Stammes, der, ich weiß nicht, ob jetzt Hidatsa Mandan, der wurde beschrieben als die stark Tätowierten. Also die waren wirklich von Kopf bis Fuß richtig auch das Gesicht irgendwie tätowiert. Und die sind dann irgendwann aufgebrochen, irgendwann auf eine Reise gegangen und man hat halt gesagt, man hat diesen Stamm, man hat dieses oder diese Großfamilie der stark Tätowierten nie wieder gesehen. Also die sind irgendwo hingezogen und ja, gibt keine weiteren Berichte darüber. Aber wie gesagt, also was eben dieses Beispiel jetzt nochmal mit sich bringt, ist aus meiner Sicht die früheste Darstellung eben auch so einer Vase quasi, zeigt eben einen, ich sag mal, tätowierten oder geritzten Krieger jetzt vom Gesicht her, schon aus dem, ich glaube, 14. oder also 13. bis 15. Jahrhundert, ja. Außerdem aus dem, ich glaube, 17. Jahrhundert gibt es eine erhaltene Keule, eine Kriegskeule quasi, Gewehrkeule, die gefunden worden ist in der Nähe von einem Skelett. Und da wird gesagt halt, dass die Person, also da gab es wohl einen Kriegszug, Kampf, wie auch immer, jedenfalls wurde die Person getötet und wurde zurückgelassen und man hat mit der Keule, mit der man diese Person getötet hat, hat man quasi diese auf dem toten Körper aufgelegt, in Richtung gezeigt, wo der Kämpfer, der den besiegt hat, eben auch herkam und auf der Keule eingeritzt und ist vielleicht auch sogar eingebrannt, das kann ich jetzt nicht genau deuten, ist sogar mit Inlays, ja, da waren sogar die Augen mit irgendwie Muscheln oder sowas Inlays quasi gemacht, ist der Kopf, die Darstellung von dem Krieger, der den besiegt hat, mit den Cutmarks, mit den Verwundungen, was ihn eben auszeichnen, also diesen Krieger eben auszeichnet, sodass die Leute, die diesen Toten finden würden, dass sie wissen, welche Person genau im Speziellen den getötet hat. Und ähnliche Sachen sind von Matotope beschrieben und sein Kampf damals mit seinem Rivalen, der seinen Bruder getötet hatte, mit so einer Speerspitze, also mit der ganzen Lanze. Auch die wurde zurückgelassen in dem Toten. Und das sind einfach diese Herangehensweise. Also um die Tätowierung zu verstehen, der nordamerikanischen Ureinwohner, ist es wichtig, dass man die Religion versteht. Also erstmal die spirituelle Weltanschauung. Ich habe jetzt hier auch wirklich nur das erstmal angerissen, dieses Thema. Ja, also erstmal diese spirituelle Anschauung, die Zeremonien und wie sacred, also wie heilig diese ganzen Dinge waren. Es wurde nicht einfach irgendwo zwischen Tür und Angel gemacht, sondern ja, war wirklich nur speziellen Leuten eben vorbehalten. Dann, wie sind die Krieger in Kriegszug gegangen? Also wie wurde gekämpft? Und dann muss man eben verstehen, welche Gegenstände sie hatten. Also, dass man eben den Tabak genommen hat, um das einzureiben. Und mit welchen Nadeln, mit welcher Technik. Und dass es eben verschiedene Tätowierungsarten gab. Je nachdem, was man eben, ob man etwas zeigen wollte als Krieger oder ob es eine spirituelle Aufopferung für das eigene Volk war. Es überschneidet sich auch ein bisschen und verschwimmt ein bisschen die Grenze. Aber es ist trotzdem doch, man kann da doch unterschiedliche Formen von ableiten. Oder eben auch die gesamte Tätowierungslinie der Frau. Also das ist ein eigenes Thema, was ich jetzt hier nur ganz am Rande erwähnt habe, weil das ist eigentlich ein eigenes Thema für sich. Was ja auch bis zum heutigen Tag überlebt hat und tatsächlich gerade von den Inuit, die das als letztes immer noch praktiziert haben, kommt das jetzt wieder zurück und überschwemmt quasi jetzt wieder den Rest von Nordamerika, sodass sehr, sehr viele Native-Frauen sich auch wieder diese typischen Tätowierungen hier und auf die Dreiecke zum Beispiel auf der Stirn oder Striche hier, dass die sich das eben auch wieder tätowieren. Genau, aus verschiedensten Gründen. Also das ist halt schwierig, diese Hintergründe zu verstehen. Und vor allen Dingen, der letzte Punkt ist, man muss die abstrakten Muster der Piktografien und auch, wie gesagt, von den Box- und Border-Motiven der Roben, also die ganzen geometrischen Muster, das muss man erstmal versuchen deuten zu können, bevor man sich eine Tätowierung anschaut. Und dann im letzten ist es ja immer noch so, dass es stammestypisch war. Also der eine Stamm hat sich
von der grundlegenden Sache meistens so tätowiert, der nächste war so und so hat man sich eben voneinander abgegrenzt, was ich am Anfang ja schon mit den afrikanischen Stämmen gesagt habe. Also da war es ja ganz klar, also die haben sich irgendwelche Muster tätowiert oder reingeschnitten, so dass man immer erkennen konnte, diese Person wird bis zu seinem Tod von diesem Stamm sein. Die ist nicht mehr zu ändern. Und so wurde das wahrscheinlich auch angesehen. Eine Zugehörigkeit wurde damit ausgedrückt. Ja, genau, also das erstmal so weit dazu. Ich weiß, das war jetzt relativ lang und dabei habe ich jetzt wirklich hier das ganze Thema nur angerissen. Vielleicht war das für den einen oder anderen interessant. Vielleicht habt ihr auch interessante Ergänzungen und schreibt das mir. Entweder in die Kommentare oder persönlich als E-Mail. Wie auch immer. Auf jeden Fall finde ich dieses Thema sehr, sehr spannend. Und warum ich eigentlich das so lange jetzt ausgeführt habe, ist einfach der Grund, ich möchte in gewisser Weise verhindern, dass Leute sich solche Tätowierungen zulegen, ohne sich über bestimmte Sachen Gedanken gemacht zu haben. Ja? Also man kann ja auch sich inspirieren lassen von diesen alten historischen Tätowierungen und diese dann auf dem eigenen Körper wieder anwenden. Aber man muss dann eben wissen, wofür man das tut. Also möchte man jetzt nur die Ureinwohner Nordamerikas damit ehren oder hat man sogar, aus meiner Sicht ist es noch viel wichtiger, dass man man hat zum Beispiel eine gewisse Tat begangen und möchte die displayen sozusagen, also einfach darstellen. Ja? Also ich kann jetzt von mir ausgehen und würde jetzt sagen, würde ich mir eine Tätowierung machen und das werde ich auch irgendwann in Zukunft vielleicht tun, aber im Moment bin ich da noch nicht an dem Punkt, dass ich noch nicht diese spirituelle Erleuchtung hatte, wie genau das auszusehen hat. Aber wenn ich die irgendwann mal durch Zufall bekommen sollte, dann würde ich das auch tun. Aber ich würde zum Beispiel einzelne Linien darstellen, die meine, um vorsichtig das auszudrücken, meine kriegerischen Errungenschaften zeigen würden. Ich darf aus rechtlichen Gründen da nicht zu viel zu sagen. Aber ich glaube, die Leute, die sich damit sowas auskennen, die wissen schon, was ich damit meine. Genau, also ich würde außerdem eben für mich sowas wie die Libelle oder noch bestimmte andere Tiere, die für mich sehr, sehr wichtig sind und wo ich sagen würde, ja, also ich möchte genau diese Kraft übernehmen, das würde ich in einer Tätowierung übernehmen und ich würde auch fasten, ich würde in die Natur gehen, ich würde einfach abwarten, und mit der Hoffnung, dass mir eine Symbolik sich mir eröffnet, ja, würde ich einfach darum beten quasi in der Natur, bis sich das mir zeigt. Und das kann sonst was sein. Aber wenn ich dann jetzt irgendein bestimmtes Tier mir über den Körper läuft, was eine bestimmte Maserung hat, dann weiß ich, ja, das soll es sein. Das soll sich in der Tätowierung wiederfinden, weil ich möchte diese Kraft von diesem Tier, was sich mir gezeigt hat, eben in mir tragen. Und zwar wortwörtlich in mir tragen, weil es ja unter meine Haut geht. So. Nur eine ganz kurze Abschweifung jetzt hier. Zum Beispiel zu der Society Regalia von einigen Stämmen der Plains, die auch diese dunklen und weißen Felder auf den Leggings-Perlenstreifen oder auch Quillstreifen gemacht haben. Da findet man übrigens auch wieder diese polarisierenden Boxstücke quasi immer wieder. Was für mich auch, also ich kann mir da eigentlich nicht anders helfen, als sofort an sowas wie eine Hornisse oder an bestimmte Raubtiere zu denken, die eben so unterteilt sind, die im Prinzip schon diese Warnung abgeben. Vorsicht, ich bin gefährlich. Ja? Und das spiegelt sich eben selbst in so einer Perlenstickerei oder Quillarbeit eben wieder. Oder eben auch im Box- und Border-Motiv von einer Bisonrobe. Und das finde ich halt so spannend, dass wenn man eben mit einem bestimmten Verständnis, also mit einem spirituellen Naturverständnis auch an diese Muster rangeht, dann werden bestimmte Muster plötzlich klar und bei anderen ist es vielleicht immer noch nicht genauso klar. Genau. Ja gut, aber soweit erstmal, das ist jetzt schon viel zu lang wahrscheinlich für die meisten. Wenn ihr überhaupt bis hier geguckt habt, dann herzlichen Glückwunsch und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao.